1988 als Maschinenbaufirma gegründet, wurde die Firma Göweil sehr schnell zu einem Vorreiter im Bereich Press- und Wickeltechnik für Silageballen. 2 Maschinen haben dabei die Firmengeschichte besonders geprägt. Die Master-Serie, eine stationäre Presswickelkombination, die ursprünglich für die Herstellung von Maissilage entwickelt wurde und sich zu einer echten Allround-Maschine etabliert hat, und die G1 Kombi, eine absolute Profimaschine, wenn es um hochwertige Grassilage geht. Beide Maschinen feiern heuer ein ganz besonderes Jubiläum. Und was macht man da? Richtig, man schaut zurück, schmunzelt ein bisschen über die Anfänge und hört nach bei jenen, die es am besten wissen, den Geschäftsführern Herbert und Michael Göweil. Also, Film ab für eine Reise durch Wickeltechnik, Maschinenpower und ein Stück Göweil-Geschichte. Kapitel 1 – Der Grundstein. Was war eigentlich der Grundstein für die Presswickelkombination? Eigentlich ist das ja eine Press-Wickel-Kombination, wo wir Fremdpressen eingebaut haben. Haben wir mir dann quasi das Vorgestell dran gemacht und hinten den Wickler, dass das Pressen und Wickeln in einem Arbeitsgang geschehen ist. Das haben wir damals 1997 vorgestellt. Das war dann ja wohl auf der Agritechnica in Hannover, wo Göweil für den Presswickel-Kombinationsrahmen die Silbermedaille einhamstern konnte. Aber was machte den Kombirahmen so besonders? Unser Kombirahmen hat sich eigentlich am Markt, wie soll ich denn sagen, der hat sich durch seine Zuverlässigkeit und auch systembedingt, weil das wirklich eine praktische Lösung war damals und auch immer noch ist, hat sich der am Markt bewährt und die Produkte rennen heute noch, auch die von Baujahr 97, sind immer noch in Einsatz stellenweise. Und die Master-Serie feiert ja heuer auch ein Jubiläum. Herbert, wie waren da die Anfänge? 1999 haben wir dann zusammen eine Maschine entwickelt, wo die Landtechnik Zollikofen die Presse gebaut hat, mit der ganzen Befüllung und wir die Wickeltechnik dazu. Also wir haben unsere Wickelkombination von der Grassilage optimiert, die Software weiterentwickelt und haben dann zusammen die Maiskolbenpresse gebaut. Das war eigentlich der Grundstein, der ursprüngliche von der Maissilage. Und so ist die LT Master entstanden. Okay, und wie entstand dann die eigene Rundballenpresse von Göweil? Da haben sich wirklich die Lohnunternehmer, die was im professionellen Einsatz sind damit, einfach eine Maschine gewünscht, eine Presse dazu, die was genauso professionell ist wie der Wickler. Ne? Und das haben wir ihnen dann geliefert. 2015 haben wir es dann vorgestellt, ne, auf der Agritechnica wieder, unsere eigene Press-Wickel-Kombination. Die ja von Anfang an ein voller Hit war und die Göweil in ein neues Zeitalter katapultierte. Kapitel 2 – Die Besonderheiten. Aber was sind die Besonderheiten der LT Master? Was hebt die Maschine eigentlich ab? Ja, was hebt die Maschine ab? Das ist eigentlich, dass sie vollautomatisch läuft. Also wenn die Beschickung und der Ballentransport nach dem Pressen, Wickeln funktioniert, läuft die Maschine bis auf das Folienwechseln vollautomatisch den ganzen Tag durch. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass eine Maschine störungsfrei läuft über eine längere Zeit, nicht reparaturunfällig ist, weil wir haben da Maschinen mit 200.000, 300.000 Ballen, was schon gepresst haben und nach wie vor im Einsatz sind. Und das ist, glaube ich, für einen Lohnunternehmer das Wichtigste. Ah, okay. Aber ist die Maisi, wie die LT Master auch liebevoll genannt wird, wirklich nur auf Mais spezialisiert oder kann man auch andere Materialien pressen? Also es ist eigentlich fast alles möglich, was kurz gehäckselt ist und einigermaßen ein bisschen eine Struktur hat, kann man mit der Maispresse verbocken, silieren, nur pressen, alles ist möglich. Also ein echter Allrounder. Michael, sind Lohnunternehmer von der G1 Kombi genauso überzeugt? Wie läuft's da? Das läuft, das dran. Und das ist, finde ich, das A und O bei einer Lohnunternehmermaschine oder bei einer Profimaschine, die muss zuverlässig sein und das ist sie. Unsere Maschinen fahren 30.000, 35.000 Ballen im Lohnunternehmereinsatz ohne große Probleme. Sage ich, das lässt sich sehen. Dann habe ich halt schon eine Schlagkraft, habe ich eine wahnsinnige. Ich kenne es selber vom Fahren. Allein was die Maschine, was die frisst, unglaublich. Das muss man mal sagen mit einer anderen Maschine. Und liefert Top-Qualität. Und das kombiniert ist die beste Beschreibung für unsere Maschine. Das ist so. Hoppala, aber wie es aussieht, kann manchmal doch auch etwas schief gehen. Und damit sind wir in Kapitel 3 – Weiterentwicklungen. Wir haben unsere Testfahrer draußen und wir haben auch immer offenes Ohr für die Kunden. So kommen auch die laufenden Entwicklungen zustande. Sicher kennt man selber wo drauf. Ich fahre im Sommer, sitze da glaube ich jeden zweiten Tag drauf. Gell? Das ist, da lernst du was.
Ich konnte nicht in einer Besprechung drin sitzen, was wir jetzt bei der Maschine verbessern. Und ich bin noch nie damit gefahren. Und bei dir, Herbert? Bist du da auch noch dabei? Das ist bei mir nicht mehr ganz so gegeben. Ich bin noch dabei bei Versuchen, aber dass ich direkt am Traktor sitze und selber fahre, das ist einmal gewesen. Aber woran tüftelt man am meisten, um die Maschinen besser zu machen? Es wird immer weiterentwickelt. Das größte Thema ist immer die Geschwindigkeit. Man soll immer schneller werden, der Durchsatz pro Stunde erhöhen. Was wir eigentlich die letzten 20 Jahre verdoppelt haben, von der ursprünglichen Maschine zur jetzigen. So entwickelt man das ständig weiter, weil man einfach mit der Zeit gehen will. Man will ja vorn dabei sein. Wir haben ja ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt, muss ich sagen. Und auch preislich oben angesiedelt. Und da muss man natürlich auch abliefern, das ist so. Und dass ihr wirklich abliefert, beweist Kapitel 4, der Feldtest. Ja, der Feldtest ist eigentlich entstanden, da wir einmal eine unabhängige Meinung von einem Institut haben. Das war uns einmal wichtig, über Pressdichte, Schnittqualität und etc. Hinten nachher auch dann über die Gärqualität, Futterverluste und Sonstiges. Das sind alles so Sachen, wenn man die einmal schriftlich hat, ist natürlich schon was wert. Hat man vorher schon gewusst, aber wenn man es wirklich schwarz auf weiß hat, ist es was wert. Ne? Aber sind ein paar Zahlen und Fakten wirklich so viel wert? Das ist ja eben das, wenn du einmal mit der Maschine gefahren bist. Brauche ich den Test eh nicht mehr lesen. Der Endverbraucher, der Landwirt dann, wenn er die Qualität sieht, wenn er den Ballen aufmacht im Winter, wenn er den verfuttert. Wir haben es da schon so weit, dass der Landwirt sagt, gehen wir mit der blauen Maschine. Und das finde ich, das spricht für uns, weil einfach das Ergebnis überzeugt. Und im Vorhinein kann man ja schon überzeugen mit dem Test. Nachlesen kann man auf unserer Homepage. Haha, danke für den Tipp. Aber jetzt muss ich noch mal nachhaken. Was war das Wichtigste für den Erfolg der Firma Göweil? Ganz wichtig, glaube ich, war, dass wir sich so 1990 circa entschieden haben, sich auf die Ballensilage zu konzentrieren. Das waren damals, glaube ich, wenig Firmen um den Zeitpunkt herum. Aber wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf Ballensilage und sind eigentlich mit der Ballensilage gewachsen über die letzten 30 Jahre. Und das, glaube ich, war der ausschlaggebende Punkt für uns. Dass man da nicht stolz ist drauf, das wäre jetzt ein Fehler. Ja, genau. Darauf kann man schon wirklich stolz sein. Und wie wird die Geschichte weitergehen? Ja, wie wird es einmal weitergehen, nachdem in der Geschäftsführung der Michael voll integriert ist, die letzten 2 Jahre schon. Und er die Firma sicher zu meiner vollsten Zufriedenheit weiterführen wird, ist der Weg eigentlich fixiert. Eine Erfolgsgeschichte, die längst nicht abgeschlossen ist, sondern stetig weitergeschrieben wird. Mit neuen Ideen, starken Maschinen und sicher auch noch einigen Jubiläen, die gefeiert werden wollen.